Es ist schon wieder soweit. Die Hitzewelle rollt. Ich schwitze mir schon wieder einen ab. Was tun? Oh, Deo. Aber Fakt ist, wir testen ja jedes Jahr die besten mobilen Klimaanlagen und da gibt es zwei, die sich wesentlich unterscheiden, nämlich die Monoblocks und die Split-Klimaanlagen. Und tatsächlich bei den Split-Klimaanlagen gibt es eigentlich nur nennenswert die Midea Portasplit. Monoblock-Geräte gibt es viele. Wo sind die Unterschiede und was sind die Vorteile und die Nachteile von Monoblock-Geräten? Was ist das richtige Gerät für dich? Das finden wir jetzt gemeinsam in diesem Video heraus. Wir haben beide Gerätearten ausführlich getestet, Monoblock und die Portasplit, und ich erzähle euch heute alles. Die Vorteile, die Nachteile, den Stromverbrauch, die Lautstärke und für wen sich was lohnt. Kleiner Spoiler, es gibt keine perfekte Antwort, aber am Ende des Videos weißt du genau, was für dich passt. Bevor wir jetzt richtig loslegen, Links zu den Geräten findest du auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wenn du über unseren Link kaufst, dann unterstützt du den Kanal, ohne dass es euch 1 Cent mehr kostet, und ich sage jetzt schon mal Danke. Und falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, also ein kleiner Klick für dich, aber ein großer Schritt für Smart Home Fox. Also fangen wir mit dem Monoblock an. Den kennt ja sicher jeder, das rollbare Gerät, das man einfach ans Fenster stellt, den Schlauch raushängt und fertig. Klingt simpel und günstig sind die in der Regel auch. Ab ca. 200 bis 300 Euro kriegst du hier schon die ersten Geräte. Aber hier kommt das Problem. Stell dir vor, du hast ein großes Glas Wasser. Du trinkst mit einem Strohhalm, aber gleichzeitig hast du auf der anderen Seite ein Loch im Glas, durch das genauso viel Wasser wieder nachfließt. Was passiert? Einfach gar nichts. Der Pegel bleibt immer genau gleich. Genau das macht dein Monoblockgerät. Das Ding hier bläst durch diesen fetten Abluftschlauch warme Luft nach draußen. Klingt gut erstmal, ne? Aber für jeden Kubikmeter Luft, den er rausbläst, zieht er durch jede Fensterritze, jeden Rollladenkasten, jeden Türspalt genauso viel heiße Luft oder warme Luft wieder rein. Das ist dann sozusagen der Unterdruck und das bedeutet, du kühlst und heizt gleichzeitig. Das Gerät kämpft die ganze Zeit gegen sich selbst. Aber das ist noch nicht alles. Dieser Abluftschlauch hier, der wird bis zu 60 Grad heiß. Der hängt dann quasi im Raum und strahlt Wärme ab, wie ein kleiner Heizkörper im Sommer, wenn ihr eigentlich kühlen wollt. Und das Ergebnis, eure effektive Kühlleistung, die sinkt um bis zu 30% einfach schlichtweg durch das Funktionsprinzip dieser Monoblock-Klimaanlagen. Aber ich muss jetzt fair sein, denn der Monoblock hat auch echte Vorteile. Er ist deutlich günstiger, er ist wirklich mobil. Die meisten lassen sich auf Rollen schieben oder sind auch gar nicht so schwer. Man kann sie sogar tragen oder in ein anderes Stockwerk tragen. Ich kann ihn heute ins Wohnzimmer, morgen ins Schlafzimmer rollen. Also keine Installation ist nötig, kein Aufwand, kein Techniker. Außer du brauchst natürlich diese Abdichtung am Fenster, wo du den Schlauch raushängst, gegebenenfalls dann in 2 verschiedenen Räumen. Und für jemanden mit ein paar Hitzetagen im Jahr, also und einem kleinen Budget oder keinem Balkon, kann der Monoblock trotzdem die richtige Wahl sein. Das werden wir am Ende aber nochmal genauer besprechen. Aber erstmal, wie macht es die Portasplit besser? Was ist denn die Portasplit überhaupt? Die Midea ist der Hersteller. Portasplit sieht auf den ersten Blick aus wie ein normaler Monoblock. In groß. Schick, weiß, steht auf Rollen, aber es ist fundamental anders aufgebaut. Sie besteht im Prinzip aus 2 Teilen. Das ist erstmal das Innengerät, das ist der große Kasten hier, der steht bei euch im Zimmer und bläst die kalte Luft raus. Und das Außengerät hier oben, das kommt auf den Balkon, auf die Fensterbank oder die Terrasse. Und verbunden ist das alles durch diesen flachen Kühlschlauch, der tatsächlich nicht abnehmbar ist. Gerade mal so 3 cm knapp hoch, total easy aufzubauen. Du brauchst nicht bohren, kein Techniker ist nötig und auch kein Wanddurchbruch wie bei einer fest installierten Klimaanlage. Das Prinzip dahinter ist aber dasselbe wie bei einer fest installierten Split-Klimaanlage, nur eben ohne Festinstallation. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zum Monoblock. Die Portasplit bläst keine Raumluft nach draußen, also gar keine. Sie transportiert die Wärme über das Kältemittel zur Außeneinheit und der Kompressor, der beim Monoblock laut im Zimmer steht, also im Zimmer steht und laut ist, steht bei der Portasplit
draußen und ist draußen laut. Und es entsteht vor allem kein Unterdruck, kein heißer Schlauch im Zimmer, kein Teufelskreis. Anders als bei Monoblockgeräten entsteht kein Unterdruck im Raum. Das Ergebnis, sie erreicht eine Effizienz auf dem Niveau mancher fest installierter Splitanlagen. Und die Installation? Ich habe sie selbst hier innerhalb von wenigen Minuten gemacht, ohne Werkzeug, ohne Techniker, und ich bin wirklich kein Handwerker. Also es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, wenn man mal dieses riesige Teil aus dem riesigen Karton rausgeholt hat. Die Halterung ans Fenster, Außengerät einrasten, Leitung rein, Fenster anlehnen, einstecken, fertig. Das, was hier tatsächlich am längsten dauert, ist dann auch wiederum diese Fensterabdichtung zu installieren. Und das Kondenswasser, das entsteht, also das Wasser, das beim Kühlen anfällt sozusagen, wird über eine kleine Pumpe automatisch zur Außeneinheit geleitet und tropft da draußen ab. Du musst halt nur aufpassen, dass es nicht beim Nachbarn auf dem Balkon drunter tropft oder so, ne? Das wäre unangenehm. Also, was die Portasplit nicht ist, also sie ist nicht wirklich leicht. Das Innengerät, also das hier unten, wiegt alleine 32,5 Kilogramm. Das ist kein Gerät, das ihr mal eben durch die Wohnung tragt. Rollen hat sie, aber Treppen sind eine echte Herausforderung. Und wirklich umziehen, heute Wohnzimmer, morgen Schlafzimmer, das mit der Portasplit eher nichts. Die ist eher so semi-mobil, weil du das Außengerät immer reinholen musst, wenn du umziehen willst, und einen Dichtungssack anbringen musst, wobei das fairerweise ja bei den Monoblockgeräten auch so ist. Und an dieser Stelle auch noch ein wichtiger Punkt ist, so ein Schlauch von der Monoblock-Anlage hast du mal schnell reingeholt. Bei der Midea dauert es eben länger, und wenn du jetzt im Erdgeschoss bist oder irgendwo, wo quasi jemand von außen durch dein Fenster einsteigen kann, musst du jetzt auch gut überlegen, ob du das machen willst, weil du ja dann immer diese riesige Außeneinheit reinholen musst, was dann durchaus problematisch sein kann. Okay, reden wir über Strom, denn das ist das Thema, bei dem die meisten sich verrechnen, weil die Hersteller gerne mit Zahlen tricksen. Und die kurze Erklärung ist, die du dir unbedingt merken solltest, und die meisten Klimaanlagenvideos erklären das leider nicht. kW auf der Verpackung bedeutet Kühlleistung. Also wie viel Kälte das Gerät produziert, das ist nicht dasselbe wie der Stromverbrauch. Ein einfaches Bild: kW ist das Tempo und kWh ist die Strecke. Ein schnelles Auto verbraucht nicht zwangsläufig viel Sprit, wenn es effizient ist. Und genau da liegt der entscheidende Unterschied zwischen Monoblock und Portasplit. Der Monoblock, ein typisches Gerät, läuft dauerhaft mit 600 bis 1500 Watt. Das ist so viel wie ein Wasserkocher, der den ganzen Tag läuft. An heißen Tagen braucht er manchmal 10 Kilowattstunden oder mehr, allein für die Klimatisierung. Also natürlich nur, wenn du das den ganzen Tag durchballern lässt. Wir haben das selbst mal nachgemessen. Unser Testgerät hat bei 30 Grad Außentemperatur im Schnitt 1000 Watt gezogen. Also bei 37 Cent pro Kilowattstunde sind dem aktuellen deutschen Durchschnittspreis, kann man ja sagen, ungefähr, läppert sich das schnell. Rund 1,85 pro Tag, etwa 55 Euro im Monat für eine Laufleistung von 5 Stunden am Tag. Und die Portasplit im Vergleich im Silent-Modus, also dann kannst du auch einstellen, dass sie ein bisschen leiser ist. Da läuft sie mit 200 bis 250 Watt. Bei voller Kühlleistung sind es rund 500 Watt. Mit kurzen Spitzen bis 1000 Watt. Die reguliert sich da auch selbst so ein bisschen. Bei unserer Messung entsprach es dann rund 350 Watt im Schnitt bei vergleichbaren Bedingungen. Das ist deutlich weniger als beim Monoblock. Und wer ein Balkonkraftwerk hat, an dieser Stelle, ja, die Portasplit im Eco-Modus liegt oft unter 500 Watt. Das könnt ihr unter Umständen komplett mit eurer Solaranlage dann betreiben. Zur Rechnung, bei 37 Cent pro Kilowattstunde sind das bei 5 Stunden Laufzeit am Tag dann nur rund 65 Cent pro Tag, also etwa 19,50 im Monat. Also du siehst, über die Zeit amortisiert sich dann auch der höhere Anschaffungspreis, aber dazu später mehr. Okay. Unterdruck verstanden, Funktionsprinzip ist klar, Stromverbrauch gecheckt. Bis hierhin sieht die Portasplit ziemlich gut aus, aber wie klingt sie nachts? Kann man damit wirklich schlafen? Was kostet das Ding überhaupt und lohnt sich der Aufpreis? Wenn du an dieser Stelle nicht weißt, welches das richtige Klimagerät für dich ist, dann schau doch mal in der Beschreibung, da findest du den Link zu unserem Klimaanlagenberater, mobile Klimaanlagenberater wohlgemerkt. Und da kriegst du eine Mensch-zu-Mensch-Beratung, da beantwortest du ein paar Fragen und wir helfen dir dann, das richtige Gerät zu finden. Kommen wir also zum Thema, das in den Kommentaren bei uns am YouTube-Channel immer wieder auftaucht. Die Lautstärke. Kann man mit so einem Gerät überhaupt schlafen oder sitzt man nachts wie neben einem Staubsauger? Fangen wir mit dem
Monoblock an und da muss ich ehrlich sagen, das ist einfach in der Regel kein leises Gerät. Wir haben ja verschiedene Monoblocks getestet und Tatsache ist, der Kompressor sitzt dann eben direkt im Zimmer bei euch, im Zweifelsfall direkt neben dem Bett mit allem, was dazu gehört. Vibration, Brummen, Lüftergeräusch. Typische Werte, also Lautstärkewerte liegen hier zwischen 55 und 65 Dezibel. Billigere Geräte gehen auch mal gerne bis zu 70 Dezibel hoch. Zum Vergleich, ein normales Gespräch ungefähr 60 Dezibel. Ein Monoblock klingt also ein bisschen wie jemand, der neben eurem Bett laut redet bis schreit. Und das die ganze Nacht? Klingt verlockend, hä? Fakt ist auf jeden Fall, es gibt wirklich unterschiedliche Monoblocks und wir haben das auch getestet. Da waren die Messwerte halt auch ganz unterschiedlich. Ihr könnt euch ja mal hier durch unsere Playlist durchschauen. Da findet ihr wirklich detaillierte Informationen zu verschiedenen Monoblock-Geräten und manche sind leiser und manche sind lauter. Manche Geräte mussten wir in der Nacht abschalten oder zumindest runterfahren, da sie zu laut waren und andere nicht unbedingt, wobei du natürlich immer abwägen musst, ist die Hitze jetzt unerträglicher oder die Lautstärke bzw. das Brummen im Raum. Manche mögen das ja auch. Stichwort weißes Rauschen. Und die Portasplit? Hier ist, finde ich, ein absolut entscheidender Unterschied und ein absolutes Verkaufsargument für so eine mobile Split-Klimaanlage. Der Kompressor, also der lauteste Teil, steht eben draußen. Das Innengerät macht im Silent-Modus um die 40 Dezibel. Und du siehst, 40 Dezibel ist ungefähr so laut wie eine ruhige Bibliothek oder Blätter, die sich im Wind bewegen, wenn auch das Gerät natürlich ein bisschen anders klingt. Da ist aber Schlafen doch viel angenehmer, ja. In unserem Test hat sich gezeigt, dass das auch wirklich gut funktioniert. Aber, und das ist wichtig, im Silent-Modus läuft die Portasplit natürlich auch mit reduzierter Leistung und Silent-Modi gibt es auch bei Monoblock-Geräten. In wirklich heißen Nächten müsst ihr immer den Kompromiss eingehen, entweder leiser oder kühler. Das kann man nicht schönreden. Und noch ein ehrlicher Hinweis zu diesem Außengerät von der Portasplit. Das läuft natürlich dann draußen und macht dort zwischen 50 und 60 Dezibel. Und das ist nicht laut für euch drinnen, aber je nach Situation könnte es durchaus eure Nachbarn stören. Also haltet euch gut mit denen. Okay, jetzt kommen wir mal zum Kühltest und hier muss ich erstmal etwas Wichtiges klarstellen. Monoblock und Portasplit, die verfolgen beim Kühlen komplett unterschiedliche Philosophien. Der Monoblock ist häufig eher so, ich würde es mal als Sprinter bezeichnen. Also der schmeißt alles raus, was er hat. Ein massiver Kälteschwall direkt im Raum. Zum Beispiel die Klarstein-Kraftwerk. Die haben wir getestet. Hier ist der ausführliche Testbericht zu dem Gerät. Hat durchaus ihren Charme. Die Temperatur in der Raummitte hat sie innerhalb von 12 Minuten von 24 auf 21 Grad gedrückt und das klingt beeindruckend, das war beeindruckend, aber dieser Kältestrahl, der ist recht ungemütlich. Also wie wenn jemand einen Ventilator auf Stufe 3 voll in den Nacken reinhaut, ja, und obendrauf in diesem Modus dann bei Vollgas, also recht laut, ungefähr 70 Dezibel haben wir da gemessen und ist dann vergleichbar eher mit so einer Waschmaschine im Schleudergang im Sommer neben eurem Sofa. Also welche kühlt besser, ja? Also das kommt darauf an, was du unter besser verstehst. Willst du schnell und punktuell kühlen und der Lärm stört dich in dem Moment nicht, dann macht der Monoblock seinen Job durchaus gut. Willst du in einem gleichmäßig kühlen Raum leben, schlafen, arbeiten, ohne Dauerlärm und ohne hohe Stromrechnung, dann ist die Portasplit die klar bessere Wahl. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall natürlich noch über den Preis reden, denn der ist echt auch ein Faktor. Ein Monoblock kostet euch je nach Modell zwischen 200 und 700 Euro. Da kriegt ihr was Vernünftiges, sofort einsatzbereit. Die Midea Portasplit liegt aktuell bei rund 870 bis 900 Euro. Also wer nur kühlen will und keinen Heizbetrieb braucht, kann zur Portasplit Cool greifen. Die ist etwa 300 Euro günstiger als die uncool, also die Portasplit ohne Cool mit Heat, I don't know. Die Cool hat auf jeden Fall, die ist günstiger, die hat aber auch weniger Leistung und kühlt Räume bis 28 Quadratmeter zuverlässig runter. Zum Vergleich eine fest installierte Split-Klimaanlage, Gerät plus Montage durch den Fachbetrieb kostet euch schnell mal 1800 bis 4500 Euro. Da relativiert sich dann der Portasplit-Preis relativ schnell, ja. Also wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, was ist jetzt besser für euch geeignet, Monoblock oder Split
Klimaanlage mobil. Wenn man ehrlich ist, haben wir auch beschrieben, wie die Monoblock-Geräte sich quasi selbst sabotieren, indem sie ja auch die Hitze wieder selbst in den Raum abgeben. Und das ist halt so, ne? Aber trotzdem hat der Monoblock seine Daseinsberechtigung. Die Portasplit ist nicht für jeden die richtige Antwort. Also schauen wir uns das mal genau an. Also der Monoblock ist für dich die richtige Wahl, wenn du ein begrenztes Budget ad hoc hast und nur an wenigen Hitzetagen im Jahr kühlen möchtest. Wenn du keinen Balkon, keine Fensterbank und keinen geeigneten Platz für eine Außeneinheit hast und wirklich flexibel sein möchtest. Also heute Wohnzimmer, morgen Büro, übermorgen Schlafzimmer. Und echte Mobilität ist beim Monoblock eben einfacher. Und wenn du einfach mal ausprobieren willst, ob eine Klimaanlage deinen Alltag verbessert, ohne viel Geld zu riskieren, dann bist du mit dem Monoblock gut aufgehoben. Und dieses Schmuckstück, wann ist das die richtige Wahl? Wenn du in einer Mietwohnung lebst und die Wand nicht durchbrechen darfst oder möchtest auch nicht die Kosten dafür tragen, ja, aber trotzdem eine echte Kühlleistung möchtest, wenn du in deinem Bett angenehm schlafen willst, mit wenig Lärm und guter Kühlleistung zum Beispiel, ja, wenn du einen heißen Sommertag mit einem Gerät durchkommen willst, das effizient läuft und deinen Stromverbrauch nicht durch die Decke schießt, ja, wenn du einen Balkon oder eine Fensterbank hast, auf die du das Außengerät stellen kannst, sicher, und dabei Wert auf Langlebigkeit und Qualität legst, dann ist das zwar nicht der günstigste Einstiegspreis, aber das amortisiert sich dann über die Zeit recht zügig. Also du siehst, am Ende musst natürlich du die Kaufentscheidung treffen, und wenn du noch weitere Hilfe brauchst, schau mal in der Beschreibung, findest du unseren Klimaanlagenberater. Der ist komplett kostenfrei, aber nicht umsonst, denn wir versuchen dir da wirklich von Mensch zu helfen, also eine echte Beratung, ja. Schau es dir einfach mal an. Und ansonsten findest du auf unserem Kanal super viele ausführliche Klimaanlagentests, ja, ob jetzt Midea Portasplit hier oder die Comfy Breezy Cool hier oder die Klarstein Kraftwerk hier oder die besten Klimaanlagen, die findest du hier. Und ich freue mich, wenn wir dir mit dem Video ein bisschen helfen konnten. Wenn du ein Like da lässt und unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du auch in Zukunft nichts mehr rund um mobile Klimaanlagen. Bis dahin, Peace.